Hey, wie wordt het daar opmerken voor de offering en jeder einer kan geven, het is vrijwillig, dat je geven kan. Manchmal dann, falls ich das vielleicht gleich sage, jährlich, wenn wir von Geld reden und ja, besonders von Geld. Und aber in das Neue Testament, das Testament hat in der Bibel mehr geschrieben von Geld und von Reichtum, ist von Hell und Himmel, beides taub. Und so dann sage ich, Gott wird das wichtig, und auch ist es wichtig, wo wir umgehen mit uns Geld. Und wir bist zu sehen, ihr von der geben, amen. Dankeschön, Jesus, dass wir geben können von der. Und Dankeschön, dass du uns lehrst in dein Wort, wo wir können mit dem Geld umgehen. Und wir geben von der zu dienen, ihr. Wir geben, wenn du hast uns ihr gegeben, wir loben dich und wir danken dich. Und wir wollen bis das Geld, was der Tod kommt, weil wir dienen direkt beten, dass du was verherrlicht worden, Jesus, in Namen beten wir. Amen. Du ökst die Hand für mich, du machst mein Leben frei. Halleluja, Wort von Rada, der Anfang und das Ende, verjährst mich meine Sinn. Du wirst gnädig, du brauchst Rada. Fertig von der und wie sagen, dass du bist uns Rad. Dankeschön dafür. Dankeschön, dass du uns kannst raten. Ich sehe nach dem Himmel, wie ich heute sie alle im Plun. Die wirst raufkommen, die wirst uns raten. Die wirst mit uns sein, die wirst mit uns eine Gemeinschaft haben. Und Herr, hier, je Hand, das einmal war gelehrt dort. Und wir in die Gegend wird sein, das so nun im Himmel. Herr, wir beten die an, wir wollen mit die Haupt gehen von der. Dankeschön für deine Gegend.
Dankeschön, dass wir können uns auf dich verlassen. Amen. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso e inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu
gut en Gott zien jeen wordt te zijn, amen. Yes. Ik zie een van de pastors hier, mijn naam is Jacob, en dit is mijn zoon Jordan. En zo mensen die zeggen nog manchmal, dat zit je krijgt nog een Jacob is kleiner. En ik doe mijn broer dat hij mij lekent. En hij is nu 11 jaar oud. En ik word op mij aan zoals hij reed zoals ik reed. En hij gleich zo'n eten is ik gleich. En ik interessiert soms van de dingen wat mij interesseert. Mij merkt op als hij broer. Laatst dan spaziert hij met Jugendjongens en ik ging een eindje af en hij vertelde en ik smile dus en ik dacht, man, dat gleich ik zoals hij vertelt, zoals hij reed. Because hij reed een beetje zoals ik reed. En Gott heeft ons gemerkt, ons alle, en zijn evenbeeld. En Jordan en besonders mijn kinderen, die hebben me geleerd, wo Gott kijkt naar mij. Dat Gott leert rijdt als hem te goed houdt, te vergeven. En ik had er goed even gedacht, wanneer ik naar hem kijk, ik doe me zo ja, bro, met sommige van de dingen wat hij deed en dat is zoals ik dit doe. En dan denk ik zo, wat denkt Gott over ons, over die, over mij? Kijkt hij ook over de kant, over de hemel, over en zegt hij, kijk mal, Ola, dat is mijn zin, dat plus krijgt zoals ik dat doe. Die reed zoals ik reed, die stelt zich zo op zoals ik me opstel. En ik doe me proef met mijn zin, met mijn dochter. En zo, wanneer we dat eens wat nadenken, dan blijkt wat ons dat alle helpen, dat we oppassen waar we reden, wat we zijn, al zijn dat soort dingen. Gott heeft ons gemerkt in zijn evenbeeld en hij wil haar wie zal zijn zoals hij is. En wie als moms, als dads, wie kunnen onze kinderen veel meer leren. Een ding wat ik ook geleerd heb, is dat het zeer wichtig dat ik tijd spend met hem. En Gott wil ook tijd spenden met ons. En hij vraagt nog maar dat, wanneer we wat tijd te hebben. En dit is het zo, ik heb allemaal genoeg tijd. Maar wat we gaan doen is, ik heb een iPhone en hij heeft een iPad. Dan hebben we nu klok 5 nu arbeid, dan krijg ik een reminder. En dat zegt Time with Jordan. En hij krijgt dat ook. En dan vraagt hij al, so, ik krijg den reminder, so wo ist onze tijd? Manchmal kan ik niet doorheen komen, ik heb hem al opgefound. En reden we best een beetje van. Ik kan niet nu met die top komen, wat doen, wat dat is, wat dat mami, wat dat je bij huis. En dan spenden we een beetje tijd op. Maar hier is de vrouw. Wanneer Gott over de kant, zo te zijn, over de hemel, over kijkt, en hij zit die. Wat denkt hij van die? Zegt hij, dat, den jong, den gleich ik, die dacht dat dit gleich ik, dit is krijgt zoals ik dat doe. Die haft dat zoals ik dat had, die reed zoals ik reed, die stelt zich zo op. Wat denkt Gott, wanneer hij naar die kijkt? Een vrouw voor die, en komt es voor hem loven en dank hem voor wer hij is te die, en komt es te hem en gebed. Dankzij Jezus dat du ons goed bent. En dankzij voor dat voorbeeld wat du ons gegeven hast, der ganz dien woord. Wo we kunnen ons houden aan die, al die versprechen wat er zijn, dankzij voor dat. God help ons dat we kunnen wassen in onze wandel, in een licht zijn, en ons zo opstellen, zo'n reedbrukken, dat du kost en welgeval hadden aan. En ik was aan, dat we waren voor ons, is dat ons opstellen, dat we waren zo opstellen met andere van die kinderen. Dat we en ook waren zo respect met du best en ook goed. Help ons best dat we kunnen in einigheid op schaffen, en einigheid op leven, wo immer we komen, dat het kan die naam verherrlicht worden. We bidden dit in die naam. Amen. Je kan je doel zetten. Maar ik vraag me dat je in Lebenswasser Kjoakj bent. Welkom in jeder einer hier. We hebben Kjoakj en Jan ziet, wanneer ik eenmaal nog hier somebody else wil de kinderen dan aanbrengen, kan je nu nog door mij vragen dat je hier bent in Lebenswasser. Vielleicht zijn hier some lied. Wat er zijn lang, eenmaal hier was, nu was teruggekomen, dankzij voor terugkomen. Vielleicht zijn hier lied van wat het eerste Mal in Lebenswasser zijn. Wanneer dat je zijn, dankzij voor hier met ons te zijn, in Lebenswasser een part van je dag merken, welkom hier. Wanneer je eenmaal ergens vrouwen hebt, durch de service of door de service, je kan door de informatie dashgaan doorheen, dat je de ganze tijd weer en dan kan je informatie geven, wat allemaal je fehlt, of wat allemaal je fehlt te helpen. We zijn hier om deze dag plus interessant merken voor je en dat je waar wassen, zoals we God zien woord hier. Pastor John, wat meest wordt aanvangen te reden, hij redt van der zijn laatste boodschap van Jezus ohne Religion.
En zo, wat interessant is, de laatste boodschap van der on den timer. We een beetje in de bulletin kijken zijn wat er opkomt in de nächste paar weken. En dan wat hij aanvangt met predigen. So Lebenswasser heeft nu komen, dankzij voor merken met dat en groceries herbrengen, dat we kan andere mensen helpen. En zo, dankzij voor dat. En wanneer je somebody van daar op eenmaal essen wel wat metneemt, naar jullie komen, je bent welkom dat te doen hier bij deze double de derde nodige service. August, den 26. Dan willen we hier een taalvast hebben. En zo, wanneer op eenmaal somebody is, wat heeft Jezus aangenomen, is nog niet getauft op zijn geloven, kom verder weg, red met ons. En je kan op zijn voor dat, we willen met jullie reden en jullie helpen rijden voor deze taalvast. En interessant dat de dag wordt opkomt, August 26. Dat is een youth camp wat opkomt, dat is voor jullie youth. Kan je dat maken, dan hang je bij de information desk en de bells, wat die dat is, en kan je op zijn wanneer je nog niet hebt. Dat komt op ook in August 9, maar den 12e. En de youth, de youthleiders en de youth team, die gaan niet aan de midweek hier zo wat op. Gaan een beetje een zomerbreak genomen, om de youth leaders en alle een beetje een break geven. Hopelijk geeft je dat een goede tijd af. En dan komt Lothar, waar dat de details aan in de bulletin baan, wanneer dat waar aanvangt. Nächste zondag hebben we een interessante dag gepland voor de Kinderdag. So, Kinderdag, da sind sie in der Quarte hängen bei den Information Desk. Und das kann je ook oppikken en dat kan je een vriend geven. Wo je het wichtig is dat je een vriend dat geven als we wel een deel kinderen hier hebben den dag. En zo je kinderen, wanneer we een vriend herbrengen, dan willen we een t-shirt geven met den Lebenswasser Kinder logo eraan. En de kinderen wat ze willen meebrengen, die krijgen ook al een t-shirt. So we hebben lots of t-shirts gemerkt, weil die niet vergeefs gemerkt hebben. En zo lood je een vriend aan, brengt de vriend nächste zondag. So nächste zondag wordt een klein beetje een andere service zijn. Pastor Steve wordt dan terug zijn. Hier is dit, Pastor Steve en Debbie zijn van daar op een reis. Ze zijn op een weg naar een training course voor deze nächste week. Een pastors training course. En over... hij wordt zijn plan hier terug te zijn, maar dan hij wordt den service dan leiden hier ben. De Kinder worship team wordt hineinkomen, een paar leider hier ben zingen, wat nu aan Jana ziet zijn. En dan na den service dan hebben we een ganz volle dag gepland. Het wordt vrijmiddag zijn, zo vrijmiddag voor allem. En er worden een deel games zijn, er worden water games zijn met water wat er gespeeld wordt. Zo werden we wel een beetje met water spelen, brengt je een 3 kleider met voor dat. En dan zou je wichtig denk, brengt een potluck fastbar met. So, vielleicht klok 4 oder so, dann wollen wir hier ein Fassbar haben. Und dann waren sie dann viel, und dass die alle genug mitbringen für uns und auch some friends. So, bringt ein Fassbar mit, und so, dann wollen wir hier einen guten Tag haben. So, wer hat noch alles im Denken? Was soll ihr mitbringen? Fassbar? Ein Freund bringen, ja. Okay, so, das ist nächste Sonntag, vergeht das nicht, weil wir hier ein bisschen schöner Tag haben mit den Kindern. Alright, dat is het voor de dingen wat ik wil bekend maken. We hebben afstaan met raamgoen mensen begrüßen en Pastor John wordt predigen. Good morning. Het was goed hier met jullie op zijn. Die wat on livestream zijn. Mensen jullie zij zijn de dag van jou. En daar wil ik een beetje voor de familie reden, voor ik in de boodschap van go. Wie als leiders, wie bereden ons, dat wordt vielleicht de baas zijn van echte tijd. Steve is de leider van de Kjoakj, dat weet geloof ik de meeste van jullie. Maar als je mal zeer naar dingen, du hast wat vielleicht, wat ik kan doen. Vielleicht heb je gehoord dat dus een gereed raam dat Lorne en ik, we verlaten de Kjoakj. We hebben het nu al van 3 verschillende zijden gehoord. En we willen je plus verzekeren dat het niet zo. We hebben geen plan de Kjoakj te verlaten. Wanneer je gehoopt hadden, dan kan je gewoon met God reden. En wanneer hij mij zegt, we zullen verlaten, dan werden we verlaten. Nou, we willen je plus verzekeren dat, ik weet niet,
wo das Gerät herkommt, aber das ist ein bisschen Gerätraum, dass wir waren verloren, wir waren vielleicht volltätig bei der Bibelschule schaffen oder so eine Dinge. Aber wie bleiben Gott hat uns hergebracht, finde ich. Und wir sind hier so lange, was Gott wird sein, nu gehe ich das so hin. Ich habe für die Zeit, was wir hier sind, sozusagen meinen Traum gelebt. Ich hatte immer einen Traum für viele Jahre. Von der uns kurz an, als ich ein Prediger war, hatte ich einen Traum. Und der Traum war, dass ich noch mal ein Prediger sein, wo ich da bloß verantwortlich sein für Predigen und ihre rechten so eine Dinge, aber ich nicht der Lehrer sein. Und nu lebe ich den Traum. Und ich sehe einen von den Predigers hier in Kjoakj und ich rede hier viel boven. Die weten dat, wat hier tussen sind. Aber Steve ist der Lehrer von Kjoakj, heißt, was wir nennen, uns Vision drauen. Wir glauben, dass Gott jeft Vision hauptsächlich durch eine Person und dort wird dann bestärkt von einer Gruppe. Und dort, wo unsere Elders nennen kommen, oder unsere Ältestes, was immer wir das wollen nennen, wir nennen das eigentlich Elders hier. Wir haben in der letzten Zeit uns Elder-Team in Bedgraten gemerkt. Und das nicht, wenn wir hier verloren wollen, das tun wir, wenn wir glauben, Gott lädt uns noch größeren Einfluss aus Kjoakj. Und so wir haben einen so großen Traum, wir glauben, das Traum kommt von Gott, dass wir aus Kjoakj, dass wir waren so erwachsen in den nächsten 5 Jahren. Und wir waren verschiedene Dinge tun. Ich weiß nicht, ob Sie mal auf Belohnkort gecheckt haben, von wo uns deutsches Volk lebt. Like uns deutsches Volk, meine ich, uns plattdeutsches Volk lebt von nördliche Kanada bis Südamerika, Paraguay und Relijion und da. Wenn ihr auf die Land kommt, checken, wer weiß, wo Kjoakj ist? Habt ihr mal eben gedacht? Weißt ihr, wo Kjoakj ist? Nun meine ich nicht, dass dort ist. Wo ist das auf die Land kommt? Das ist Krak in der Merde. Und wir glauben als Lehrer, dass das nicht bloß gut so, dass Gott uns als Kjoakj hier angeplant hat, in der Mitte von der Welt sozusagen. Na, wenn ich sage in der Mitte von der Welt, dann meine ich in der Mitte von unserer mennonitischen Welt. Wir glauben, Gott hat uns berufen, um die plattdeutsche Welt zu erreichen für Jesus. Und wir sind Krak in der Mitte. Und so wir als Kjoakj, wir als Lehrer, wir wollen uns als Kjoakj leiden, dass wir wollen treu sein für den Raub, was wir haben hier in der Welt. Und das wollen wir Livestreaming, das wollen wir verschiedene Dinge tun, und wollen wir nach Meier werden so tun, das wollen wir eine neue Person angenommen in der Kjoakj, Kenneth Giesbrecht, habe ich angenommen, das uns, ich weiß nicht, was wir den Namen, Schreckbengel oder was, aber now they did all the videos, all the Dinge, like, wir wollen viel mehr tun mit, was wir auf Englisch sagen, mit Media oder so wieder, mit Videos, mit all den Dingen steht. Und das, wo er uns leiden. Er ist sehr smart in die Dinge, ist bekannt mit Videos, all den Dingen steht. Und so wir merken heute, für das Gott uns was brauchen aus Kjoakj, zum besonderen Einfluss hat auf die plattdeutsche Welt. Und viele von Ihnen kennen Englisch, und das ist sehr Fan, wenn die kennen. Aber ich würde Ihnen toten, mal sieht mal irgendwo im Internet oder irgendwo noch ein plattdeutsche Videoseries für befreite Lied. Oder ein plattdeutsche Series für Kinder abtragen. Oder ein plattdeutsche Series für wo wir mit Geld umgehen. All so eine Dinge stehen, die waren kein Fing. Wir als Lebenswasser hat die Gaben und die Menschen und das Geld und die Technologie, um dort ändern in der Welt. Und das ist, was wir glauben, was Gott sein Ziel ist für uns. Und das ist noch eine Reason, warum wir Kenneth angenommen sie wieder, und das ist, was wir wollen in der Zukunft tun. Und so wir wollen bloß Mut merken aus Lebenswasser für die Arbeit, was Gott für uns hat, und wo er uns wird leiden, und wo wir waren wassen. Die weiten dort, im Oktober haben wir geplant, mit 2 Services anzufangen, morgens, eine Tag 9, eine Viertel vor 11, Kjoakj war rein. Und die Ursache, warum wir das tun, ist, wenn wir wassen, gewöhnlich die ersten 3 Monate im Jahr, das tollste. Und wenn wir so still bleiben, als wir nun sind, dann wollen wir nicht wissen können, durch die 3 Monate bitte, wie tun wird. Na, viele Menschen haben vielleicht mit einmal gleich, oder dann wollen wir von verschiedenen Titeln in Kjoakj fahren und so wieder. Aber wir wollen die willig sind, dort auszureichen ans Leben und wir zu ändern, damit wir können wissen.
En so, wir als Lehrer, wir sind mutig, wir haben 100% Einigkeit in unserer Lehrerschaft. Und da sind wir jeder Tag sehr dankbar für. Und Steve, der hat eine sehr gute Arbeit mit den Kjoakj-Läden, mit Vision drehen in die Kjoakj. Wenn ich Steve hier von Vision reden und so wieder, dort ansteckend und so wieder, und dann denken so, und seine Mama und ich, wir denken so, okay, wo hat der Schlängel das her? Und das ist eine Gabe von Gott. Das ist keine Frau, ever Gott hat anberufen, für Lebenswasser die Vision drehen zu sein, zu dieser Zeit. Und so, wir wollen aber, wie in Städten am Vollens, wenn ich auch sein Dad sehe, bet Wäsers und so wieder, aber wir dann danach, noch ich will Hanek soll hier sein, dass mir jetzt so scheint, wenn ihr seine Weisheit schaffen, so wieder so. Aber wir haben sehr feines Verhältnis, und uns jeder scheint zu schaffen, die tut, was wir uns nicht fäden, und so. Na, wir dann nicht sehr leid. Aber, anyway, wir als Lehrer, wir sind mutig in der Kjoakj, wir sind in Einigkeit, und wir checken Verweg, und wir glauben, dass Gott wird große Dinge tun, durch uns als Kjoakj, aber wir sind alle damit verbunden, Tim, dass wir 2 Services kennen, Tim, dass wir können waschen, Tim, dass wir können Videos merken, was immer wir alle wollen, oder was immer Gott uns verraten, da wollen wir Jünd zu brauchen. Oder Gott wird Jünd zu brauchen. Und so, bloß, dass ihr das weiten, je haben Raupet in Leben, und Gott hat große Dinge im Plan. Weißt du, von der schon da, wenn wir mit Menschen reden, was man plötzliche Lied schaffen, dann hier wie ein Timer, Evan. Und das ist das von dir, als du einen Hunger in der plötzlichen Welt, sonst du noch niemals Wasser. Und weißt du, Gott hat uns Kraft für den Hunger hier angesagt. Weil wir treu sind und weil wir Gott dienen. Und so, wir wollen bloß klar merken, wenn ihr es hier gehört habt, wir haben nur von 3 Menschen gehört, dass wir verloten nicht. Wir wollen hier bleiben, wir wollen hier schaffen, hier auf Gott ins Hand gesagt. Und so, wir wollen mit YouTube schaffen. Amen? All right. Nu hebben we nog die laatste boodschap van Jesus ohne Religion. En je weet, zo moeten kunnen we zeggen, we zijn alle een wedstrijd religieus, niet? Religion, dat is een gewisse geloven aan een God, een Götter, en die woorden ja dat leven wat ermee verbonden is. Aber ein Ding, was ich habe versucht, klar zu merken, durch diese Botschaften, was ich von dir noch einmal war, weil dort ist, dass Jesus als der Mittelpunkt von uns leben. Wenn das nicht ist, dann sind wir in Trouble. Wenn Jesus nicht der Mittelpunkt von uns leben ist, dann sind wir bloß eine Religion oder dann sind wir bloß eine Gruppe Menschen. Und von der, was wir checken, die Kjoakj und Religion, der zweite Part, Ferien sind auch, Kjoakj checkt wir ein bisschen nur das erste Part, und von der wollen wir nur das zweite Part checken. Was ist der Unterschied zwischen Wort, Christentum und Religion? Das ist ein Ding, vielleicht, was Menschen manchmal fragen. Und ich will Ihnen ein paar Bilder wiesen. Von der wollte ich ein bisschen mit Bildern wiesen. Und Religion ist, wenn Menschen versuchen, Gott zu erregen. Aber ein wahr. Aber welche sind trennt uns von Gott? Und so Menschen tun alle Hunde Dinge. Ich lasse mal von einer Religion, da hatten sie das so, dass die Menschen, die mussten weit ab Knäues krüten und dann irgendwo am Stein ihr Beine abkrüten, die Knäuen wären ganz blaudrig und durchgeschiert. Aber dort wäre er wahr, von irgendwie sein bei Gott angenommen zu sein. Und weißt du, wir haben in der Welt viel so eine Dinge, wenn wir nur die Muslimwelt checken, die haben ihre 5, auf Englisch nennen 5 Pillars, like, sie haben die 5 Dinge, was sie machen tun. Eins von denen ist, sie machen 5-mal am Tag einmal beten, nur die Stadt Mekka gedreht. Das wird nur außen sein von hier. Und so sie haben ihre Tiden. Als wir in Israel waren, dann in Jerusalem, da gingen wir über den Tempel rum, so wieder, und einmal ist es die Glockenzeit, und dann brauchen die Speakers los, und ein Jamal das Gesang. Und dann die Moslems, wo immer die sind, weil dann lehrten die ausspreiten, und dann machen sie beten. Und so das ist weich, das ist einweich. Sie haben 5 so eine Dinge dort, ich werde nicht alle durchgehen. Aber das ist bloß ein Beispiel von Religion. Und was Religion tut. Und so wenn wir versuchen, Gott zu erregen, in uns eine Weich, mit unseren Worten, mit unseren Kleidern, mit unseren Dingen, die wir haben in uns Mennonitentum all diese Dinge gehört werden. Wenn wir die haben, dann wollen wir irgendwie mit Gott können Freund sein. Oder dann wollen wir irgendwie, wenn wir dort ankommen, dann wird Gott uns annehmen. Und so das ist, was Religion ist. Das ist, was das Christentum ist. Das ist ein gemoldenes Bild von, wo Jesus Petrus in Wutterrüt hält.
glaube, wir sind bekannt mit der Geschichte. Aber was ich mit dit will sagen, ist, das Wort Christentum, das ist, wenn Jesus raufregt, oder wenn Gott raufregt, und er holt ihn ab. Und wir verdrängen in Sinn, wir sind zum Tod verurteilt durch unsere Sinn so wieder, aber Gott schickt Jesus, und Jesus kam und heiratet uns in das Bild von Petrus und Jesus. Das ist ein sehr feines Bild von was es meint, wirklich an Jesus glauben. Und weißt du, wenn Gott nicht raufregt nur uns, dann sind wir verloren. Wenn Gott nicht die fängt, dann ist für die keine Hoffnung. Und so das ist ein Ding, was wir mal klar holen. Und ich will dir ein Bild weisen von dir. Und er sagt ganz gemütlich da, wenn das Bild wird vielleicht ein bisschen verschreien, vielleicht wollen Sie denken, das Bild hier nicht in die Kjoakj nehmen, oder was immer das ist, aber das Bild wird Ihnen von dir wiederhalten, dass wenn die dort sein, und die sein dort jeden Tag in ihrem Leben, gleich. Wenn die dort sein, dann wird Ihnen dort erinnern an diese Botschaft, die ich Ihnen von dir will geben. Und weißt du, wir wollen von dir ein bisschen checken, von wo das die will Religion antischen für Jesus, oder Jesus antischen für Religion in uns Leben. Das wollen wir ein bisschen checken. Und so ich will Ihnen das Bild weisen, na verschreck ich nicht, vielleicht soll die Jugend ihre Augen tau merken, dass die nicht tollig sein, aber hier ist das Bild. Hat nicht geschafft. Hier ist das Bild. Na, die dachten, wunderbar. Aber weißt du, das ist ein Rad, das ist eine Reif und ein Pfortig angeschrauben. Und die krüpen jeder Tag in ihren Pfortig nennen, die sagen diese Rede und so wieder. Von der an war das, was für jemand meint, dass es nicht ist. Aber denkt mal nach, das ist der Meer, das ist der Haber, das ist der Nobel, was nennen wir das alles? Aber das, wo das angeschrauben ist, das ist der Mann in der Meer sein. Stellt dir mal vor, wenn das hier angeschrauben wäre, wo wir das fahren. Wir hatten in Ontario einmal eine Parade. Weißt du, was eine Parade ist? Like, wenn sie mit alle 130 Jahre fahren, das ist zu Weihnachten und so wieder. Und da wir einmal einen fertig machen, da hatten sie das ganz nur gekannt und die kamen dann mal so verlängert gedückert und so wieder. So wird nicht so busig nur Kjoakj fahren, wenn das nicht in der Mad wäre, würden wir. Und so das muss da bleiben. Das ist sehr wichtig, dass es da bleibt. Das zweite ist das Rem. Und weißt du, das Mädels in das Rem, die sind fast, die sind sozusagen hart, die bleiben so, die müssen so bleiben. Wenn die nicht tun, dann hast du irgendwas artig. Und dann der Reif. Der Reif, der ist gummig, der Reif, der jafsig, der Reif, der kann raten in so einer Dinge steht. Na, da wird Luther mal Sinn merken zu ihnen, wenn wir fertig sind mit dieser Botschaft. Aber ich will Ihnen was sagen, dass wenn die von nun an fertig gehen und die sagen das Rat an, dann denkt an das, dass das ist der Mad, da muss er bleiben, das Rem, das muss es dort bleiben, als wir nicht, dann fährt es nicht. Und der Reif, der ist reichlich, der dürfen manchmal ändern, changen, all so Dinge steht, so dort ist dort jetzt ein bisschen zu ändern. Und so, der Mittelpunkt von dort Rat, da muss Jesus sein, wenn wir nu denken an uns Leben und uns Glauben. Und so Jesus ist der Mittelpunkt von uns ganzen Rat. Wenn Jesus nicht der Mittelpunkt ist von uns Leben, der Mittelpunkt von uns Glauben, dann sind wir religiös. Das ist der ganze Punkt, wo ich will rüberbringen, dass wenn wir das vertuschen, und ich weiß, dass Luther wissen, was passiert, aber wenn wir Jesus vertuschen für irgendwas in uns Leben, Luther der beste Ungewohnheit sein, oder der beste Sortkleidie, oder der beste, schmackste Peckenrede, was immer das alles ist, aber wir dann Jesus antuschen für das wird. Dann haben wir Jesus verloren, dann sind wir entweder bloß religiös, oder wir haben kein Glauben, oder wir sind ganz aufgebistet. Na, ich habe in euer Versen gewesen, ich war in den Himmel war erwiesen, Johannes 14 sagt, Jesus sagt, ich sehe die Wahrheit, die Wahrheit und das Leben. Keiner kann am Führer büte durch mich. Er sagt nicht, dass ich sie ein von der Weg, ein von das Leben, ein von den Dingen, aber Jesus ist es. In Apostelgeschichte 4, Vers 12, da sagt er, und du hast auch ein Satz, keine Beratung, morgen dort, du hast ein Satz, keine Beratung. Das ist nicht in die, nicht in was du das, nicht in all die guten Dinge, nicht in wie viel Geld du smarts gegift hast, einzelne Dinge. Aber das ist ein Satz, keine Beratung, aus Jesus allein. Und so das ist ein Ding, was wir sehr, sehr klar halten. Na, ich weiß, das ist eine sehr einfache Botschaft.
Some von ihnen haben vielleicht so gedacht, dass die Botschaften dort wir so einfach, die wissen dort alle und dort weiß wir Gott, dass die dort alle weiten. Aber danach ist es sehr wichtig, dass wir dort in unserer mennonitischen Welt, dass dort klar wird, dass Jesus ist der Mittelpunkt. In 1. Korinther 15, da gibt Paulus uns sein Evangelium in den Netenschal, können wir sagen, eine Karte geführt. Und so, das heißt, es steht, Brüder, ich will Ihnen dort Evangelium. So, ihr redet hier von dem Evangelium. Denken haben, dass ich Ihnen gepredigt habe. Die haben dort angenommen, eine Stunde fast und so. Paulus sagt, ich habe ein Evangelium gepredigt. Dann sagt er wieder, durch das Evangelium, wo ihr gerat. So, Paulus hat ein Evangelium gepredigt und durch das Evangelium, wo ihr gerat. Und die Frau ist, was zu Evangelium? Was habe ich gepredigt? Und so, er sagt, dann steht das nächste, aber sei eine Karte Form. Und so, er sagt, als erstes habe ich Ihnen dort wieder gegeben, was ich gekriegt habe. Christus ist von der Sinn gestorben. So ist geschrieben, steht zu Jesus ist von der Sinn gestorben. Und das ist eine von den Dingen, was wichtig ist. Wenn du durch das was selig worden, dann mache ich die Frau, okay, er ist dort für die gestorben. Ist die nicht die eine Hauptbedeutung, er die nicht fertig fahren, er die fertig fahren, oder was immer das ist. Er ist dort für die gestorben. Und die Antwort ist nee, Jesus ist für uns gestorben. Und so das ist der Anfang von dem Evangelium. Er ist begraben worden und stund am 3. Tag von Tod ab, so es geschrieben steht. Und weißt du, in diese 3 Dinge, Jesus sein Tod, Begrafnis und Auferstehung, das ist das Evangelium von Jesus Christus. Na, wir weten Gott, du sagst noch mehr Dinge bei. Aber das ist sozusagen das ist der Grund. Wenn wir hier nicht sind, dann sind wir noch nicht in Christus. Und so das muss das Erste sein. So Paulus sagt zu der korinthischen Kjoakj, das ist, was ich Ihnen gepredigt habe. Durch das Evangelium, wo ihr gerat. Kolosser 2,10 sagt, durch Christus habt ihr dort volle Leben. Und er steht über alle Gewalt und Herrschaften. Na, was ich Ihnen hier will sagen mit diesem Vers ist, dass wir bleiben einmal, okay, wenn wir noch das dabei tun, wenn wir noch dort dabei tun, oder ja dabei, dann wollen wir ein volles Leben haben. Oder dann wollen wir da gehorsam sein, und dann wollen wir einfach gesehen sein, so wieder. Das sind so religiöse Gedanken, sind dort. Wenn Jesus allein, durch Arm hast du dein volles Leben. Und so wir können viele andere Versen geben. Aber das ist sehr wichtig. Da wir das klar haben. So Jesus Christus bleibt in der Erde. Der nächste Kranz, das Riem, können wir sagen, das ist der Heilige Geist. Na weet je, für mich ist das immer ein sehr feines Bild. Das Bild weiß mir mal in Predigen, Jahren und Jahren drei. Und das hat mich sehr viel geholfen in meinem Leben. Besonders, wenn ich denke an Religion und okay, was mit all diese Dinge, hat mich sehr viel geholfen. Das Bild, das wird nicht alles beantworten, aber das ist ein sehr feines Bild für mich einmal was, zum Weiten, was wichtig und was das Wichtigste und was sind weniger welche Dinge. So Jesus ist der Nobel. Heißt, wo das alle angeschrieben ist. Wenn das nicht an Jesus an ist, dann fliegt ihn Rat fort. Dann hast du nichts. Und so wie Jesus muss das angeschrieben sein. Der Heilige Geist ist der Riem. Diese beiden Dinge, die sind wittenschwert. Was ich meine mit wittenschwert ist, dass das ist, die Bibel ist ganz klar, du brauchst Jesus zum Gerat worden. Die Bibel ist ganz klar, dass die Frucht von Heiliger Geist, oder der Heilige Geist will die leiden. Und weet je, wie aus Gott seine Kinder, wenn wir an Jesus glauben, wir haben den Heiligen Geist. Die Bibel sagt klar darüber. Und so der Heilige Geist ist in die. Die Frau ist nicht bloß, okay, was das in dein Leben, oder wo soll regiert in dein Leben? Das ist really die Frau. Now in Römer 7, Vers 6, da sagt Paulus, da steht, aber nun sind wir von der Gesetz los, in Tod für dort. Und dort wir gebunden werden. Wir haben nun nie einen Dienst im Geist und nicht mehr in der alten Buchstabe von Gesetz. Hier redet Paulus von, dass du kannst ein Papier haben und du hast die 10 Punkte boven. Und dort sind Verschriften, können wir sagen, dort sind Dinge, die geschrieben sind, und du kannst die aufzeichnen, okay, ich will zum Morgen beten, okay, von der dass ich Bibel lesen, von der aus ich nur Kjoakj fahren, oder was immer wir dann tun ab, nicht, und so die kannst du zeichnen, das hat nicht alle tun. Das ist ein System von Buchstaben, das ist, was ich meine. Das Gesetz, das wir ein geschriebenes Ding, ab die 10 Gebote zum Beispiel, ab Steine geschrieben, und dort wir erweich von, sie mussten dort gehorchen, sie mussten dort nur leben, und so wieder. Und das ist ein System von wieder. Das ist ein System von was geschrieben wird.
Aber weet je wat geändert hat im Neuen Bund? Nu hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben und der will die leiden. Na, wir haben auch die Bibel, das hat mich nicht richtig verstanden. Wir haben die Bibel ist Gott sein Wort. Aber wenn es kämpft ans Leben, wenn es kämpft Dinge, wat vielleicht alle Hände gräben, Dinge, wo ich ein bisschen von reden, aber Dinge, die du gräben sind im Leben, Dinge, die nicht die Bibel, die Schrift uns nicht kriegt, so und so viel. Dann sagt Gott, okay, ich habe den Heiligen Geist gegeben und der will uns leiden. Und das ist ein Ding, was wir lernen machen. Und so, wir können uns auch wählen. Entweder wir leben im Gesetz, oder was wir können sein in den Buchstaben. Wir leben in das Wort, bloß vorgeschriebene Dinge. Du hast kein Verhältnisband, du hast kein Freundschaft, du hast keine Person. Weißt du, in der Person will die leben. Wenn wir mal sagen, du hast einen Boyfriend, Girlfriend, ich weiß nicht, ihr wisst nicht, was das ist, nicht, aber vielleicht wollen wir noch mal. Aber, die wohnen wieder ein. Und die schreiben sind bloß taub. Das ist ein Verhältnis im Buchstaben. Ja, die können nicht alle Hand feine Dinge schreiben, sie wieder nicht. Aber dann einmal, dann kommt die Person her. Nu einmal seid ihr eben da und die vertalen von ungesagt zu ungesagt. Nu einmal kann ich wo gehen an der Handfoten, nicht zu lang, aber am Bett. Und so eine Dinge steht. Und wenn ihr dort vorher hiervon redet, das Gesetz, dort wir sozusagen Gott wied auf, hat einen Brief geschrieben, so wieder, oder das ging immer durch einen Vermittler, also Moses und so wieder. Aber nun ist der Heilige Geist gekommen. Weißt du, wo der Heilige Geist ist? Wir sind in jeder einem von denen, was gläubig ist. Die brauchen nicht mehr durch mich gehen. Die brauchen nicht durch einen anderen Ältesten gehen. Wir gehen nur gleich nur Jesus. Und so der Heilige Geist, der will die leiden. Und das ist ein großer Unterschied, wenn wir so ein Verhältnis haben als dort. Er sagt in Galaterbrief, ich sage unter Wort, wandelt im Geist, dann wollt ihr dort nicht tun, wo ihr dort Fleisch gelasten hat. Weißt ihr was? Die Medizin ist jeden Sinn. Der Heilige Geist. Wir leben einmal vielleicht okay, wenn ich mal so und so eine Art Counseling würde kriegen, dann würde ich mal sichern. Aber weißt ihr, na, bitte da bin ich hart gestorben, ich will nicht Counseling drauf stampeln. Aber wenn wir nicht durch den Heiligen Geist wandeln, dann versägen wir diese Dinge alle im Fleisch zu tun. Und so, wenn wir bloß in uns Fleisch leben, bloß nur im Gesetz oder bloß in uns Buchstaben, bloß nur das vorgeschriebene Gesetze und so weiter, das ist ein Verhältnis, was du im Buchstaben hast. Aber der Heilige Geist, der will die leiden und der will die halten jeden Sinn. Er sagt so steht in Vers 18, wenn die von dem Heiligen Geist regieren lassen, hat das Gesetz nicht mehr zu sein. Und so, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, wenn der Heilige Geist in uns Leben ist. Aber der Punkt ist, dass der Heilige Geist will in uns Leben sein. Der Geist seine Frucht ist Leben, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Gott, Gesundsein, Glauben, Gelindigkeit, Selbstbeherrschung. Und weißt du, wenn wir an das Rot denken, der mehr dort ans Glauben an Jesus Christus, dort dort ans Leben in Christus. Und so, wir wissen alle, du hast ein Leben in Christus. Aber das Leben kommt durch den Heiligen Geist. Und so, der Heilige Geist will dir diese Frucht geben. Und das ist seine Frucht, das ist nicht mal deine. Und so, der Heilige Geist in dein Leben gibt dir diese Dinge. Und das ist wo wir für den Herrn leben. So, Jesus ist der Mittelpunkt. Dort macht niemals moven. Wenn das nur sie, der rutscht also wieder, dann ist den Rot verbrucht. Dort der Heilige Geist, die Frucht von Heiligen Geist. Und weißt du, wie können die wieder hineinschreiben? Das Leben, Frieden, Geduld und Freundlichkeit, alle Dinge. Schrift die hinein. Aber das muss bleiben. Das ist ans Leben in Christus. Das ist dein Glauben in Christus. Das ist dein Leben in Christus. Und dann haben wir den Reif. Dann haben wir die Verschriften. Und weißt du, jeder Kjoakj hat sozusagen ihre eigenen Verschriften. Aber wir haben in jeder Sort Religion, da haben wir Verschriften. Und hier ist es in dit Rim, in dit Rot, in dieser Reif. Du kannst meist alles unter der Sonne anschreiben. Und wenn die in der Welt rumreisen für das ewige Part von ihrem Leben in Religion durchchecken, dann fängt ihr meist alles durch an. Und so, das sind Verschriften. Na, ich will Ihnen so eine interessante Versen wiesen, von der, wo wir nicht gleich von predigen tun, aber ich glaube, das ist wichtig, ob das steht. Römer 14 sagt, einer glaubt, er kann irgendwas eten, während der Schwache bloß Gemüse hat. Ja, nicht glauben, dass wenn die reinste Frische hat, dann sei ich irgendwie schwach. So Menschen eten bloß die reinsten, das ist nicht.
Bloß nicht mir rechten für Tripitas eten, okay? Like dat. Da war wir klar mehr. Aber weet je, das ist ein jüdisches Ding. Bei uns merkt nicht viel Sinn, aber der Punkt ist, dass das Jeff manchmal ein Mensch gleich Sohn und einer Sohn. Das ist der whole point. Das ist das ganze Ding hier. Und so eine Art irgendwas, die andere Art bloß eins. Wer da eten das, soll den nicht verachten, der nicht art. Und wer nicht eten das, soll den nicht rechten, der du art. Weil Gott hat von Bad angenommen. Na weet je, in den Judentum, manche Juden und Heiden, wir hatten ein sehr, sehr großes Thema, wenn sie hatten die Heiden, die hatten Fleisch, was zu Jetzen geopfert wird. Dann stellt ihr mal vor ein Potluck. Ihr wisst, was ein Potluck ist, bei der Kjoakj, nicht? Bringen alle Eten mit, der eine, der hat einen Schweinskopf mit. Und also ein bisschen Stimme halt dann. Und so, aber weet je, no, nicht zu sehr lachen, weet je, wie eten von Schweinsuhren, bei der Schweinsfeit rein alles, okay? Alles. Ich denke noch gut, wenn meine Mama Karrenohren uit Schweinsfeit beginnen, da sind Dinge, weet je. Aber weet je, wir haben verschiedene Sorten von Eten. Und so er sagt, okay, wenn du ein Ding das, oder du gleich vielleicht du kannst ein Ding tun, und die andere das nicht, dann verachte ich nicht, wenn du nicht das. Oder du was sagen, was du nicht das und ja das, dann du dich nicht rechten. Der Punkt ist hier, dass es flexibel, das ist mein Punkt hier, weil ihr das moved, das geht uiteraten, das nicht so 100% nev, dass er kriegt so und so was sein. Und wir können Kleidie hineinsetzen, das ist bei uns ein großes Thema, nicht? Und so einer hat 3 Holen Kleidie und der andere hat nicht. Und das ist ein schreckliches Gerecht und ein Verdammung ans Deutsche, wenn so eine Dinge steht. Und so, wenn Paulus von der noch anschreibt, dann würde er sagen, okay, wenn du wirst Schlauwechseln anhaben, dann du. Aber du den nicht rechten, was du nicht Schlauwechseln hast. Und wenn du glaubst, du wirst also klug, du brauchst nicht mehr Schlauwechseln, dann du den nicht verachten, was Schlauwechseln haben. Ich habe manchmal ein bisschen gedacht, dass wenn wir Männer ein klein bisschen so eine Peach, so ein Geschenk, nicht eine Peach, eine Bär. Weißt du, was eine Bär ist? Wir haben so ein Geschenk dort, dann fehlt das an Schlauwechseln. Das ist meine Opinion. Aber weißt du, der Punkt ist, dass das Gift gräbe Dinge im Leben, die sind nicht 100% so neu, aber wir tun uns säuerlich verdammt in der Rechten, in Duldstampeln, kriegen wir so eine Dinge. Und so das ist das Ding, was er hiervon redet. Er sagt wieder, ein Mensch hält ein Tag Hech aus den anderen, andere meinen, die sind alle überein. Und das muss in jeder seine Meinung sicher sein, oder muss sich sicher sein. Maar weet je, dit is een grote ding bij ons Mennoniten. Onze Helgedeel, onze Zindeel en zo wieder. Ik ben formal plegen on Zindag en dan moet zijn wat de Noberschwar met die doen. Ik heb mal van een Kjoakj in jaren 3 in Canada. En ik weet niet in de Kjoakj, ik weet niet nee, was het zo weer niet, maar ik dacht dat we een zeer, zeer goede idee. Maar toen we in de Kjoakj, ze weer een beetje in de 3 holen de Kjoakj, maar zij hadden als Kjoakj zich bereid. Dat wanneer dat Esstijd weer in ihre Form fehlt und Sinn noch aber Stab zu schaffen und er steht in die Kjoakj sind, dann geben sie in den Seen zu mehr Arten anbringen. Wenn du einmal der Arnt Esstijd wie ein so harte Tiet, zwischen man der Regen abgeht, bei der Anfang zu schneien und so wieder, ganz harte Tiet. Und ich dachte so, wo klug wie die Kjoakj, dass sie mal das schuldige Pfeil raufnehmen von dort Ding tun, was nicht viel zu tun. Na weet je, wir haben niemals Trouble gehabt mit das Land, das mit Tieren zu tun hat. Aber wenn ich mit Menschen zu tun habe, dann recht wie Fuß, wenn wir something tun. Und so Paulus sagt, okay, einer hält einen Tag, sei er wichtig, der andere das nicht. Und das hat auch was hier zu tun mit all den jüdischen Helden, die und all so eine Dinge steht. Kriegt es bei uns. Und wenn wir auf Weihnachten und Pfingsten und Ostern nicht 3 Helden holen, dann gehen wir verloren, darf wir nicht? Das ist ein bisschen der Idee, manchmal in uns denken. Dan weet je, in Zindag houden is wat zeer goed. Dat we hier naar de kerk komen, dat we mal uitdrijven, we met vriendschappen en zo weer. Dat is wat zeer goed. Maar dat is interessant, hoe weinig de nieuwe bund ons verschrijven dat die moet een dag de werk kerk gaan. Dat is interessant. En zo, dit is een interessante ding. Zo is ik weer, wer zich aan verschillende delen houdt, dat om God te eeren. En wir eten dat, aan God te eeren. Wil zij dank Gott, während die nicht eten, dat ook Gott dankt, en am te ihr nicht hat. Und so der Punkt ist das. Wenn wir uns nicht durchstapeln, in Rechten, in ganz verdammt, wenn einer ist bleiben und getrocknet und einer rot.
Dat is de whole point. En zodat we niet zo vast worden aan zo'n uiterlijke dingen, allerhande dingen, wat er niet wichtig zijn, dat we doordat ganz verbiesteren. En zo wie gaan Jezus in de maat. Dat moet er blijven. Jezus moet in de maat blijven. Wanneer hij niet erstens zijn Rat verbruikt, dan schafft hij Rat niet. En dat rem, dat moet er blijven. Wenn dat står vast, dat wat sozusagen wat wit en zwart is. De Heilige Geist wil die leiden. De vrucht van de Heilige Geist wil die een betere mens maken als du bist. Dat is ons christelijke wachstum. Maar dan hebben we de rijf. Verschriften nan ik dat hier. En wat je hier krijg je alle hand aan. Ik wil deze weer eenmaal ändern. Dan willen we er een beetje van reden. Zo nu hebben we de Heilige Geist in Verschriften omgetuscht. Kijk je zien wat er passiert is? Dit is wat de duivel in die leven wil doen. Die wil den Heilige Geist ook graven maken in die leven en Verschriften witten zwart maken. En zo, wenn du nicht so und so wirst, oder wenn du nicht wirst, die Beschneidung kann, kann je nicht selig worden. Dat is waar we veel davon reden. En dat is wat door passiert. Paulus had in Jezus gepredigt. En de Heilige Geist weer in zijn leven aangekomen. Hij merkt dat klar in Galaterbrief. Hij vraagt en hij den Geist gekregen durch dit oder durch Glauben. En zo, nu heeft de Feind die wat door gekregen, dat du hast den Heilige Geist in Verschriften angetuscht. En de Heilige Geist is graaf geworden. Ik meine, dat is een woord wat we brauchen. We hebben mal van dat gehoord. Aber wir kennen nicht von Heilige Geist, aber wir kennen unsere Verschriften schrecklich fein. Wir werden krank wird allemal. Und weet je, wenn wir noch ein paar Wörter nennen, das ist Musik und Live. Live ist die Frucht von Heilige Geist, Musik ist Gräb. Okay? Ich meine, wenn du weißt, Musik hat dann da, wenn du nicht weißt, dann da nicht. Und wir holen uns so schrecklich ab wie Musik und so weiter. Aber wenn wir die beiden mal umdrehen, ist Musik wird ein Schwert geworden. Und so, wenn die Drums haben, die nicht Kjoakj, dann wollen je sicher verloren gehen. Und wenn die nicht Kjoakj, die ist am Weichen oder Hall. Aber was wir mit Live getan haben, das ist nicht wichtig. Und weißt ihr, was hier passiert? Was der Feind will haben, ist, dass du sollen verschieden denken über Musik. Und dann jedes Mal, wo wir taub kommen, dann sollen wir uns total überstreiten. Jedes Mal sollen wir ein bisschen Lüder reden, ein bisschen Dollar verdammen, ein bisschen neue Spulungen haben. Das ist den Teufel sein Ziel, mit so einer Dinge steht. Und das gibt so viele Menschen, wenn die taub kommen, das alles wird am geht. Oh, je haben so eine Musik, oh, jeder unsere Stadt, oh, jeder unsere Stadt und so weiter. Das wird am geht. Und das ist sehr, sehr wichtig, da wir das klar holen. Maar weet je, de duivel die wil nog een grotere ding doen in die leven. En dat is dit. Hij wil Jezus intuschen met Verschriften. En dit is wat passiert is in ons Mennonitentum veelmaal. Wir haben unsere Verschriften, die kennen wir. Wenn die nicht dort und dort ist, wo wir die ausschließen und wo wir die Kjoakj und wo wir die auffahren. Aber was mit Jesus passiert ist, und so Jesus in den Heiligen Geist ist Gräb geworden. Und wir kennen nach dem Namen Jesus, wir haben einmal von Heiligen Geist gehört, aber ein persönliches Verhältnis, oder sogar mal Jesus in uns Leben annehmen, so wieder, das wird Gräb geworden in viele Menschen ihr Leben. Aber wir kennen unsere Verschriften, die sind witten schwarz. So muss es sein, wenn es nicht so dort ist, dann bist du nicht ein Christ. Oh, weißt du, wenn du nicht einen Duck hast, dann bist du nicht ein Christ. Wenn du warst im Boot, dann wirst du verloren gehen. Oder was immer das alles ist. Und das ist verschieden von einer jeden oder anderen. Aber weet je, dit is wat de duivel deed in ons leven. En dat is wat hij verzeekt immer weer te doen. Dat hij wordt ons merken in ons leven, deze omtuschen, deze dingen. En weet je, de wichtigste ding is dat we dat klaar houden. Dat Jezus is in de maat. De Heilige Geist ist sozusagen das Rem, das uns Leben. Und dann sind hier 150.000 Gräbe Dinge, wo wir uns können abholen. Und uns überstreiten, und uns übersagen, und unsere Kjoakj spielen, und andere Kjoakj Doel ran, andere verdammen, und all so eine Dinge steht. Und so, Jesus ohne Religion. Wenn ich diese 3 Botschaften tot nehme, in ein kleines Ding, dann würde ich bloß sagen, Jesus allein. Und weet je, Schwester, wenn wir Jesus in ons Leben haben, in dem Erde. Wenn du Jesus nur Kant moven lässt, dann hast du den Rat verbrückt. Wenn das noch gut drehen, dann wirst du nicht mehr sein, so wird das Stückchen. Und wenn wir von der nur die Kjoakj checken, wird das Stückchen, wird Kjoakj sich spielen. Ich rede diese Woche noch mit einem, der in der Kjoakj ist, wo bloß große Sankarie ist, ich würde bloß einfach sagen, keine Dinge. Und so das ist, wenn wir den Maden oder Seed gemoved.
En wie hij Jezus hebben, oh, wie leven nog aan Jezus, wie leven heeft mal geleefd en so weiter. Aber Wirklichkeit dreht ons leven rond Verschriften van onze Eltern, van onze Verväter en so weiter. En weet je, dit grave ding, dat is één ding wat ik nog zal zeggen. Dit grave dingen hier, dat is niet dat die alle niet wichtig zijn. Hier zijn wichtige dingen bij in de grave dingen. Ik meen, wo we ons benemen en so weiter, wat van de muziek we gaan, kleding en so weiter, dat kan ook gewiss moeten wichtige dingen zijn. Aber de trouble is van dat hermoven, dat is een grote trouble. En zo, Jezus ohne Religion. Ik würde wensen, wenn wir als Kjoakj, wenn wir würden Jezus in de Mehrheit haben von ons leven. Als Kjoakj, dat wir Jezus in de Mehrheit haben, ons Leer, aber auch als einzelne Person. Und so, wenn du nur dein Leben checkst, als den Novel, als dort Jesus. Dort, wo dein ganzes Leben angeschrieben ist. Dort, wo dein rein ganzer Glauben, alles, was du glaubst, all diese üterliche Dinge, das ist alle an Jesus angeschrieben. Heißt der Merd, heißt der Novel. Als dort so steht. Und dann dort Rem, der Heilige Geist. Wir haben hier auf Fertig gesagt, ich wollte noch einmal sagen, dass das ein von den Dingen, was wir mehr und mehr lernen wollen als Kjoakj, dass wir von Heiligen Geist gelehrt werden. Und ich wünsche die kennen den Heiligen Geist in einem persönlichen Weg. Er ist dein Freund, er ist eine Person, er will dein Leben sein. Weet je, all diese Dinge von Frucht, Leben, Frieden, Geduld und so weiter, das sind Dinge, was der Heilige Geist in dein Leben anbringt. Und dann haben wir den Reif. Und weet je, der Reif, der reicht, und das, die Fort, ich will nicht sagen, das lädt vor, man dort ein Haar, das denkt wir, weißt du? Aber weet je, das Jeff sich wird. Und weet je, einer hat sich so angetragen und einer so, wenn wir nicht ans Amt sich verdammen, sie denken, oh, der hat verloren, und der hat nicht so viel Haar als ich habe, oder was immer, nicht? Und so, all so eine Dinge, wir können uns so schrecklich verdammen, wegen üterliche Dinge. Und weet je, das Prediger, was man mit mir redet, mir mal das Bild filmt, er sagt, weißt du, was die Dinge sind, was Kjoakj spielen von der ersten Tag? Und er sagt, ich kann keine Kjoakj, was gespielt ist, wegen Jesus. Aber Hunderte, was gespielt sind, wegen der Reif. Üterliche Dinge, religiöse Dinge fehlen. Und so, ich will jemand Mut merken als Kjoakj, weil wir taub schaffen, weil wir Jesus Nummer 1 haben. Und wenn ihr einer hat von Bord und einer nicht, solange du den Schmack getrimmt hast, dann ist es okay. Das ist okay. No, aber wenn wir mal von den üterlichen Dingen Dollar verjäten und sagen, okay, Jesus ist der Mittelpunkt von meinem Rat. Amen. Wollt ihr abschauen? Ziemlicher Futter. Herr, wir sind Menschen, die so viel mal von Büten checken. Du siehst halt dann mal, als du David willst, du siehst, du wirst einer, was nicht von Büten checkt, aber was nur das Hort checkt. Und ich bete, Herr, dass wir Menschen sein, die würden die Nummer 1 haben ans Leben. Und Herr, wie sonst, wo wir noch viel zu religiös sind, wir sind noch viel zu rechterisch gesonnen. Und irgendwer, was nicht korrekt so, der das wieder und den Schuhe zu sehen, den müssen wir raufstapeln. Help uns, Herr. Dass wir nicht vor eine Religion aus dem Mittelpunkt von uns Leben nehmen. All diese üterliche Dinge. Aber wir wollen Jesus haben. Und an den Heiligen Geist. Wir fragen die Heilige Geist, dass du wirst in uns Leben ankommen, wirst du uns regieren, dass du uns leiten. Und dann beten wir, Herr, dass wir diese anderen Dinge im Leben, die da gräbt sind, dass wir die wollen auf der rechten Stelle holen. Und dass wir okay sind damit, wenn das wir untersteht. Und dass wir okay sind damit, wenn das wir ein bisschen untersteht ist wieder. Aber dass wir klar haben, Jesus ist der Mittelpunkt von uns ganzes Leben. Dankeschön, Herr, dass du bist für uns gestorben, du wurdest berufen, du bist abgestanden. Und du kommst weiter. In Jesus' Namen. Amen. Dort, wie dort, du
sie ein Freund von der Religion, nicht? Oder was sagen wir da? Sie ein Freund von Gott. Amen. Dankeschön für kommen. Mag Gott ihn segnen. Hat einen guten Tag. Wenn ihr was dir zu kommen fehlt, das tun. Wenn ihr ein Gebet fehlt, kommt hinterher. Hat einen guten Tag.